Wollt ihr wissen, was sich in dieser Kiste befindet? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Die Schlauen unter euch, die Titel lesen, wissen, was wir hier haben. Und zwar die Osmo Action 6 von DJI. Ich habe ja euch schon mal erwähnt, dass ich ja mein ganzes Kamerasetup am Austauschen bin. Ich konnte jetzt sogar die GoPro 9 verkaufen für einen ziemlich, ja, ich sag mal, Durchschnittspreis. Ich habe ehrlich gesagt viel weniger erwartet, etwa 50 Franken mehr als ich erwartet habe, aber mit so vielen Gadgets, es ist halt trotzdem total im Minimum, aber trotzdem für meine Vorstellungen habe ich es doch recht gut verkauft. Und mit diesem Geld will ich natürlich halt die neuen Kameras finanzieren, zumindest einen Teil davon. Und das läuft ziemlich gut, also ist ziemlich schnell weggegangen. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass die 10 und die Max noch weggeht und dann sehen wir weiter. Auf jeden Fall für die Schweizer unter euch, Interdiscount kennt ihr, das ist so ein Shop, mehrheitlich für Elektroware, wie zum Beispiel Drucker, Computer, Laptops, Spiele, ja, ebenso Mediazeugs halt. Dazu habe ich noch was Kleineres dabei, den ich dann auch noch euch zeigen möchte. Der ist halt natürlich schon offen, also ausgepackt zumindest. Nicht aus der Originalschachtel, aber aus der Schachtel, die mitgeliefert wurde. Ich habe zuerst nicht gedacht, ob ich jetzt ein Video so machen soll. Dann habe ich gedacht, ich tue es einfach bei dem dazu. Kommt so als i-Tüpfelchen. Deswegen kommt das mal kurz weg. Und dann machen wir doch das Schmuckstück mal auf. So, hier. Einmal weg damit. Und einmal da. Zack. Und wie ihr es halt auch schon vom vorherigen Video mit der Osmo 360 kennt, wirklich schöne Verpackung. Natürlich wieder die Adventure Combo, damit ich halt einfach genug Batterien habe. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich die Standard genommen, aber für mich ist halt sehr wichtig und ich finde, von Batterien kann man nie genug haben. Deswegen halt die Adventure Combo. Haha. Hier kann man es so aufmachen, hier aber nicht. Dann kommt mal unser geiles Messer zum Einsatz. Also wie gesagt, Verpackung ziemlich gut, was Dickes, nicht einfach irgendwie was Dünnes oder so. Jetzt bin ich aber ein bisschen überfordert. Wie mache ich das Ding auf? Ah, okay. Wie ihr es von mir kennt, zuerst kommen so die Nebensachen, die nicht so relevant sind. Ja, einmal hier ein Ladegerät. Der kommt dann natürlich in meine SW-Motec Micro Tasche, Tankrucksack. Weil ich jetzt für den Tankrucksack, hier habe ich beide von der Osmo 360 eingebaut und dann fehlt halt nur noch die. Natürlich wieder mit den Batterien. Könnt mal sehen, die Batterien sehen so aus. Also die Akkus. Kompakt, aber auch leistungsstark. Das ist geil. Und auch wirklich, das Ladegerät ist auch sehr edel gehalten.
Wirklich cool. Gefällt mir sehr. Dann, was haben wir hier noch? Das ist wahrscheinlich... Ah, ne, das sind Schrauben. Ja, das sind etwa gleich lang wie bei einer GoPro. Ich werde mal gucken, wenn ich meine kurzen ranmachen kann, dann nehme ich natürlich die kurzen. Ich habe ja welche, die nur so etwa sind. Ja, sieht dann halt ein bisschen cleaner aus, finde ich. Ein Ladekabel, original natürlich. Oh, so. Was mich ein bisschen stört, ist, dass es ziemlich kurz gehalten ist. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber ganz okay. So, natürlich wie immer Stickers. Hopp. Genau, und dann haben wir hier noch die Schnellverschluss, die magnetischen. Ich glaube 2 Stück sollten es sein. Da kann man so, und hier ist das Magnetfeld. Genau, hier das zweite, oder sind das 3? Ne, 2 von denen. So, hier an. Und dann haben wir noch so ein Schraubsystem, so mit dieser Klebeplatte dran. Was das sein soll, checke ich nicht so recht. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Ist auf jeden Fall auch etwas zum Draufkleben. Keine Ahnung. Aber hier ist halt eine gewölbte Platte. So auf die Schnelle wüsste ich nicht einmal wohin damit. Keine Ahnung. Kommt in meine Sammlung. Also falls ihr irgendwie wisst, was das hier ist, Leute, was das hier ist, schreibt es in die Kommentare, weil irgendwie so auf die Schnelle peile ich da nicht, was das sein soll. Dann haben wir noch mal einen Selfie-Stick. Ich lasse den geschlossen, Leute, denn ich will den weiterverkaufen, falls es klappt. Und dann ist auch schon nichts mehr da drin. Können wir auch weg damit. Oh, und jetzt zum Schmuckstück. Hier und zack. Kann ich auch gleich wegschmeißen. So. Mhm. Eine Schutzfolie lasse ich mal dran, bis ich die Abdeckung habe. Den Displayschutz. Sehr leicht. Natürlich halt ohne Akku, ne? Aber ja, das sieht mal so aus. Auch ein schöner großer Display. Ja gut, den mal könnte ich eigentlich noch gebrauchen. Habe es jetzt bei der GoPro habe ich es nie benutzt. Aber da könnte man kurz in den Spiegel gucken und schauen, ob es noch aufnimmt. Könnte man schon so einstellen. Sorry Leute. Hier ist der sogenannte Quickshot. Kennt ihr wahrscheinlich auch von der GoPro. Man kann einfach schnell draufdrücken und dann nimmt es schon mal auf. Mit der Einstellung und so. Ja, wie geht das? Ah, okay. Also Leute, das geht gar nicht. Ja, schon ein bisschen übertrieben. Also das muss man schon ein bisschen üben, ne?
So. Okay, okay. So, und das nach unten. Okay, aha. Gut, hier kommt die Buchse ran. Die Ladebuchse. Ja, Leute, also mehr gibt es eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da die Display-Schutz-Dinger besorgen kann. Deswegen, also wirklich den auf der Linse, den lasse ich noch dran. Sorry, Leute, wenn man halt die Linse nicht gerade sieht. Aber ihr werdet es dann. Es ist halt, ihr werdet es ja dann sehen, wenn ich am Fahren bin. Was wir kurz mal hier gucken können, ist das hier. Oh, das ist bombenfest. Nee, geil. Also ich hatte immer ein bisschen Bange, aber das geht wirklich nicht. Ist geil. Gefällt mir so. Ja, kompakt. Ich habe das Gefühl, es ist kompakter als eine GoPro. Auf jeden Fall schmaler als eine GoPro. Cool. Ja, das wär's so. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht. Wie gesagt, den Selfie-Stick, den lasse ich verpackt. Dann kann ich wenigstens sagen, es sei ungeöffnet und kann es gleich so auch wieder einpacken und verkaufen. Was ich halt jetzt noch habe, ich brauchte ja irgendwie noch eine Fernbedienung, damit ich alle Kameras gleichzeitig bedienen kann. Und da habe ich dann auch ein bisschen rumgeguckt und DJI hat eine Osmo Action Remote oder Controller. Wie ihr es sehen könnt hier. Das können wir auch schnell mal aufmachen. Es ist halt schon sehr praktisch, Leute, wenn ihr irgendwie auf dem Moped sitzt und dann einfach einen Knopf drücken könnt und damit halt alles dann gleichzeitig aufgenommen wird. Weil du kannst sie alles synchronisieren und dann ja, bedienst du alles auf einmal. Und sonst müsste ich immer bei einer Tankstelle irgendwie stehen, zu jeder einzelnen Kamera hinrennen, drücken da, drücken dort und ich weiß nicht was, ist dann auch irgendwie lästig. Das machst du ein, zwei Mal und dann hast du den Anschiss. Deswegen eine Fernbedienung. Einziger Nachteil, es ist nur Spritzwasser geschützt. Also, ich glaube, den lasse ich sogar dran, Leute. Ja, wie gesagt, es ist wirklich nur spritzschutzfest. Das ist ein bisschen schade. Also muss man es halt immer wieder wegnehmen, wenn man irgendwie das Moped wäscht. Keine Ahnung, ob das jetzt so cool ist oder nicht. Ich glaube, es ist dann über Bluetooth, soweit ich weiß. Aber ich finde es noch cool, so klein. Muss dann mal schauen, ob ich vielleicht eine kleinere Schlaufe finde. Oder vielleicht mit der eventuell. Ja, mit der würde es wahrscheinlich noch gehen. Ja, muss es wohl austauschen. Ja, das war dann das gesamte Paket. Nicht viel, aber es wird viel. Also im Sinne von, was die Arbeit und die Qualität angeht. Falls euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Und dann freue ich mich schon, wenn ich dann irgendwie mit der ganzen neuen Konstellation in eine Runde fahren gehen kann. Aber es dauert eine Weile, denn es ist, wenn dieses Video rauskommt, irgendwie Anfang Jahr. Ich glaube Anfang Januar, irgendwie so. Deswegen, es dauert noch eine Weile, bis ich dann aus dem Moped. Dann gebt auf euch Acht und schaltet das nächste Mal wieder ein. Güle güle!